Sommer 1788. Der 28-jährige Friedrich Schiller im thüringischen Rudolstadt. Die Schwestern Caroline und Charlotte von Lengefeld werden sein Leben verändern. Endlich wird er, der Rast- und Ruhelose, eine Heimat, Familienglück, eine bürgerliche Existenz und künstlerische Anerkennung finden. Sein ganzes kurzes, leidenschaftliches Leben lang hatte er darum gekämpft. Ein Leben voller Höhen und Tiefen, Liebesaffären, Krankheiten und immer am Rande des finanziellen Ruins. Noch weiß er nicht, welche der beiden Frauen sein Herz gewinnen wird, noch träumt er sogar von einem Leben zu dritt. Im ärmlichen Städtchen Marbach am Neckar wird Johann Christoph Friedrich Schiller am 10. November 1759 geboren. Hier steht noch heute das Haus seiner Eltern. Friedrich ist das zweite von 6 Kindern. Im Marbacher Kirchenbuch sind Geburt und Taufe des Sohnes der Gastwirtstochter Elisabeth Dorothea und des Leutnants Johann Caspar Schiller eingetragen. Caspar Schiller war nach dem frühen Tod des eigenen Vaters nur die militärische Laufbahn geblieben. Sein Sohn aber soll einmal mehr erreichen als er selbst. So widmet er sich vor allem der Erziehung Friedrichs. Ein Leben in militärischer Strenge, karg und entbehrungsreich. Am Familientisch herrscht das vom Vater nicht nur aus Gründen schwäbischer Sparsamkeit aufgestellte Gesetz, aufhören zu essen, wenn es am besten schmeckt. Für Caspar Schiller sind Ordnungssinn und Pflichterfüllung oberstes Gebot. Der kränkliche, dünne Friedrich hätte des harten Drills vielleicht nicht bedurft. Er ist anders als die Knaben in seiner ländlichen Umgebung, bereit zu lernen, wissbegierig, fleißig. Vielleicht aber war gerade diese Härte der Grund für Schillers Arbeitsdisziplin, die ihn sein Leben lang auszeichnete. Kein Tag ohne eine Zeile wird später sein Arbeitsmotto sein. Noch ist es für den jungen Schiller eine Selbstverständlichkeit, sich der väterlichen Ordnung zu unterwerfen, auch wenn er darunter leidet. Umso mehr liebt er zeitlebens seine Mutter. Sie versucht, die puritanische Strenge des Vaters zu mildern. Elisabeth Dorothea Schiller möchte höhere Bildung, auch für ihre Töchter. Doch sie kann sich gegen die tradierten Ansichten ihres Mannes nicht durchsetzen. Die kluge, empfindsame Frau macht ihre Kinder mit Literatur vertraut, erzieht sie zu Naturliebe und Gottesfurcht. Die Neigung der Mutter zu schwärmerischer Religiosität fällt bei Friedrich auf fruchtbaren Boden. Als die Familie 1764 nach Lorch im Remstal übersiedelt, bekommt er seinen ersten Unterricht. Sein Lehrer ist der Pfarrer. Ulrich Moser beeindruckt ihn so tief, dass er lange Zeit selbst den Wunsch hat, Geistlicher zu werden. Zur Freude der Schillers ist dies doch für ein Kind mittelloser Eltern der einzige Weg nach oben. In der alten Staufer Stadt Lorch weckt der Vater auch Friedrichs Interesse für Geschichte, das seinen Lebensweg mitbestimmen soll. 1766 avanciert der Major Schiller zum Gärtner bei Herzog Karl Eugen auf Schloss Ludwigsburg bei Stuttgart. Die Familie zieht um in eine Stadt, die der Herzog in ein zweites Versailles verwandeln will, auf Kosten seiner Untertanen, die er gnadenlos auspresst. Schloss Ludwigsburg, vor allem aber das prachtvolle Hoftheater, zu dem die Offiziere und ihre Familien freien Zutritt haben, faszinieren den Jungen. Wenn er gute Schulnoten nach Hause bringt, darf er zur Belohnung den Vater begleiten. In Ludwigsburg sind die besten Sänger und Tänzer aus ganz Europa engagiert. So wird Friedrich Schillers zweite Leidenschaft geboren. Wie sehr sich der Heranwachsende für das Theater begeistern konnte, berichtet die Schwester Christophine. Er war ganz Auge und Ohr, merkte sich alles genau. Zu Hause bildete er Bücher zu einem Theater, schnitt von Papier Figuren aus und ließ sie ihre Rollen spielen. Doch noch sehen ihn seine Eltern, sieht er sich selbst auf der Kirchenkanzel. Und noch verlebt er eine Kindheit, die gemessen an dem, was folgen wird,
das reinste Paradies ist. Als Friedrich Schiller 14 wird, ändert sich sein Leben dramatisch. Er wird gezwungen, in die militärische Pflanzschule auf Schloss Solitude einzutreten. Söhne mittelloser Offiziere ließ der Herzog hier kostenlos ausbilden in allem, was er als Nachschub für seinen kunstsinnigen Hof, die Landesverwaltung und die württembergische Armee brauchte. In die neue Bildungsanstalt Karl Eugens aufgenommen zu werden, war ein Privileg. Doch bislang hatten sich die Schillers geweigert, ihren sensiblen Sohn an den Herzog auszuliefern. Als plausibler Vorwand hatte ihnen der Wunsch Friedrichs gedient, Geistlicher zu werden. Das war auf der Solitude nicht möglich. Schließlich jedoch muss der Vater dem Befehl des Herzogs gehorchen. Am 16. Januar 1773 schließen sich hinter dem unglücklichen Jungen die Tore einer Anstalt, die für ihn zum Albtraum wird. Schiller hasst das Kasernenleben. Seine Familie darf er kaum besuchen. Die Eltern hatten mit dieser Urkunde nahezu alle ihre Rechte an ihrem Sohn an den Herzog abtreten müssen. Der betrachtet sich nun als Vater seiner Zöglinge. Mit dem Eintritt in die Militärpflanzschule ist Friedrich Schillers Kindheit zu Ende. Der einzige Trost, er findet Freunde, manche von ihnen fürs ganze Leben. Die Freundschaft gibt ihm, und das wird für Schiller immer so sein, Kraft, Inspiration, ist Lebenselixier. Der Freundesbund, der sich um ihn geschart hatte, wird ihm helfen, die trostlosen Jahre in der Anstalt des Herzogs zu überstehen. Auf Befehl des Herzogs studiert Schiller Jura, widerwillig und halbherzig. Aus dem einst guten und lernwilligen Schüler wird ein mittelmäßiger. Die Tagesberichte der Schule dokumentieren, dass er nachlässig wird. 12 Stockhiebe für unerlaubte Essensbeschaffung, Strafbillets für Unaufmerksamkeit und Unreinlichkeit. Einer seiner Freunde, Friedrich Scharfenstein, berichtet später: Er war einer der unreinlichsten Burschen. Und wie der Oberaufseher Nies brummte, ein Schweinepelz. Eine Sklavenplantage nannte Karl Eugens Intimfeind der Dichter Schubart die Pflanzschule. Doch in Friedrich Schiller wecken diese Jahre nicht den Sklaven, sondern den Rebellen. Er leistet Widerstand. In seinem jungen Philosophieprofessor findet Schiller, inzwischen Student der Medizin, einen Mann, der ihn ermutigt, sich aufzulehnen und selbstbewusst sein Talent auszuleben. Jakob Friedrich Abel macht ihn mit den Philosophen der Aufklärung und den enthusiastischen Ideen des Sturm und Drang bekannt, mit Klopstock und Goethes Leiden des jungen Werthers. Als Professor Abel den angehenden Dichter schließlich mit den Dramen Shakespeares, Idol der Stürmer und Dränger, vertraut macht, beginnt das, was Goethe später die erste Explosion des Schillerschen Genies nennen wird. Anstoß gibt der Mann, der wegen seiner Spottverse auf den württembergischen Herzog 10 Jahre in dieser Zelle auf dem Hohen Asperg sitzt: der Dichter Christian Friedrich Daniel Schubart. Seine moralisierende Erzählung zur Geschichte des menschlichen Herzens über Bruderzwist, Verrat und Reue inspiriert Schiller, sein erstes Drama zu schreiben, heimlich und in Angst entdeckt zu werden. Die unbewachte Krankenstation, wohin sich der stets kränkelnde Schiller ohnehin oft flüchtet, ist der ideale Ort dafür. Hier schreibt er in durchwachten Nächten nieder, was ihn bewegt: das wilde Aufbegehren gegen die ihm unerträglichen Lebensverhältnisse unter dem despotischen Herzog. Die erste Rebellion gegen die übermächtige väterliche Ordnung, die Räuber. Später schreibt er: Ein seltsamer Missverstand der Natur hat mich zum Dichter verurteilt. 8 Jahre lang rang mein Enthusiasmus mit der militärischen Regel, aber die Leidenschaft für die Dichtkunst ist stark wie die erste Liebe. Was sie ersticken sollte, fachte sie an. Verhältnissen zu entfliehen, die meinem Herzen eine Folter waren, flüchtete sich mein Herz in eine ideale Welt.
Im Winter 1779 wird eine Lichtung im Bobserwald bei Stuttgart zur ersten Bühne für Schillers noch unfertiges Stück. Räuber und Mörder, so wahr meine Seele lebt, ich bin euer Hauptmann! Vollmundig verkündet der Dichter seinen Freunden: Wir wollen ein Buch machen, das aber durch den Schinder absolut verbrannt werden muss. Dabei weiß er, dass er sein rebellisches Stück nur in aller Vorsicht weiterschreiben darf. Entdeckt zu werden, könnte auch ihn in den Kerker bringen.